Willkommen, willkommen Schwester. Ich bin Simon Rita und ich bin heute hier. Ganesha Wohnmobil mit Mhm. Ines. Ganz, ganz herzlich willkommen, Ines. Wir sind hier ein bisschen nördlich von Nürnberg. Ja, irgendwo in der Nähe von Nürnberg, in Erlangen, wo wir gestern Abend diesen wunderschönen Erlanger Frauentempel, wo wir Tempel gefeiert haben zusammen. Und heute Morgen ist Ines extra hierher gekommen und später am Nachmittag werden wir uns dann noch treffen zur Schwesternzeit. Mhm. Ah, ich finde es so schön, die hatten so ein schönes Vorgespräch und das werden wir jetzt einfach weiterführen hier. Liebe Ines, die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist einfach erinnern, kannst du dich erinnern an dein allererstes Mal im Frauentempel? Und wie hat sich das angefühlt und wann war das? Und magst du uns ein bisschen davon erzählen? Ja, gerne. Ähm, Das erste Mal im Tempel war magisch. Es war wie in eine Höhle kommen. Es war ein bisschen dunkler, ganz schöne Lichter, alles so in so goldenen, rötlichen, orangenen Farben. Es lag ein ebenso schöner Duft in der Luft wie jetzt hier in deinem Wohnmobil. Und es war eine ganz ruhige, achtsame Atmosphäre. Und wir waren ein sehr kleiner Kreis. Wir waren 3 Frauen. Und mein allererster Tempel war ein Commitment für 9 Tempel am Stück. Und ich wusste nicht, was kommt. Und ich habe mit diesen 2 anderen Frauen zu dritt 9 Monate praktiziert. Mm, Und mm, das war der Beginn einer wunderschönen Reise. Ich habe später auch größere Tempel mitgemacht als Teilnehmerin. Aber so klein anzufangen war für mich genau das mm, Richtige. Und es war ein starkes Gefühl von Geborgenheit, aufgehoben sein, getragen sein, mm. ganz angenommen sein mit dem, wie ich immer an dem Tag und überhaupt im Leben bin. So ganz starkes Gefühl von angenommen sein. Und ohne es vorher zu wissen, war ich anscheinend da auf der Suche nach. Und das habe ich da ganz stark gefunden. Es war mir erst im Nachhinein richtig klar. Ich war da auf der Suche und das war ein Ruf, der durch die Ankündigung von diesem Tempel war, dem ich gefolgt bin. Das wollte ich dich gerade fragen, weißt du, wenn du sagst, dass du hast dich gleich für 9 Monate verpflichtet. Was war das denn, das dich da gerufen hat? Es war ein Gefühl von, es war eine Ahnung von, dass wir Frauen auch anders durchs Leben gehen können, Hm, ohne Chaka-Chaka, in Time, Work-Modus, so. Wir haben so viel diese, ja, sag ich mal, männlichen Qualitäten zu uns genommen, die uns geholfen haben, in dieser Gesellschaft so zu überleben. Und auf meinen Reisen bin ich in Kontakt gekommen mit Frauen, die mir etwas ganz anderes vorgelebt haben. Und ohne dass das Wort Frauentempel jemals fiel, haben die Frauen beschrieben, dass sie in Kreisen zusammenkommen oder da zum Roten Zelt gehen oder da zum Singen gehen oder ein Altar zu Hause haben. Und ich war so, wow, sowas gibt es. Und dann bin ich in dieses Feld eingetaucht und auf einmal ist das so wie, ja, ich habe 3 Altäre jetzt zu Hause und die werden gepflegt und die sind wie eine gute Freundin und hm, das sind diese Ankerpunkte in meiner Wohnung hm, und das ist jetzt ganz natürlich und ja, dieser Ruf nach was wir im Frauentempel gelebte Schwesternschaft nennen, das hat mich sehr gerufen, dieses fernab von Neid, Missgunst, Misstrauen, ähm,
ich hatte ein Gefühl von, nein, das ist eigentlich nicht das, was typisch weibliche Qualitäten sind. Aber ich hatte es viel erfahren früher. Und da war etwas in mir, hatte so diese Gewissheit, das gibt es. Und dann ging diese Tür auf. Ja. Oh, ich fühle gerade, es ist total schön, mit dir so da einzutauchen in diese innere Atmosphäre. Und ich erinnere mich, wir haben uns kennengelernt beim Frauentempelgruppentraining. Ja. Was war dann, wann hast du dich entschieden, dann das Training zu machen? Mich entschieden, es wirklich zu tun, habe ich 1-2 Wochen vorher erst. Es war aber lange auf meinem Radar. Ja, über Awakening Women habe ich immer diese Veranstaltungen geteilt bekommen per E-Mail, wo ihr seid, was ihr macht. Und ich wusste von meiner früheren Tempelmama, die auch die Ausbildung bei euch gemacht hat, davon. Und mich hat immer schon Gruppenarbeit interessiert. Immer schon. Ich habe mich immer schon interessiert, was passiert in einer Gruppe, was sind so die Dynamiken, was ist das für ein Feld, wie kann man sich zusammen darin bewegen. Und ja, irgendwann war klar, das möchte ich selber auch machen können. Ich möchte selber Tempel anleiten können, um in diesen Raum einzuladen, um Frauen einzuladen, miteinander zu praktizieren. Ja. Und dann habe ich mich angemeldet und dann sind wir hier in Erlangen, also nach der Ausbildung. Ich habe während der Ausbildung meine Tempelmama-Schwester kennengelernt, die Julia. Wir beide sind die Tempelhüterinnen vom Erlanger Frauentempel. Und 3 Monate nach der Ausbildung haben wir zu unserem ersten Tempel eingeladen. Und wir machen das seitdem zusammen. Und das ist einfach so schön, das gemeinsam tun zu können, das nicht alleine machen zu müssen. Und dass wir uns einfach gegenseitig unterstützen und uns unglaublich bereichern. Wir bringen ja ganz unterschiedliche Qualitäten auch mit in den Kreis und ja, uns so ergänzen und einfach nur Teil dieses großen Kreises sind. Dieses Kreises in Erlangen, dieses Kreises auf der ganzen Welt. Also das ist so, so, so schön, in diesem Feld zu sein. Ja. Wie du zum Tempeltraining gekommen bist, hat dich da etwas überrascht? Oder was hattest du erwartet, was wir da tun? Durch meine bisherigen Erfahrungen gab es so ein so Vertrauensbonus schon im Vorfeld von, das wird gut. Ich habe bei Awakening Women vorher schon die Sadhanas gemacht. Und dich und auch die Shaman, die immer wieder in so Videos gesehen. Und da war doch so es gab ein kleines, ja, wie soll ich sagen, es gab eine kleine Befürchtung, dass es vielleicht doch so sein könnte, dass es Neid, Missgunst oder abgehobene Frauen gibt, die unnahbar sind für die weltlichen Probleme. Und es war ganz anders. Es war waren ganz bodenständige Frauen da, die ganz nahbar waren, die ihr Herz weit aufgemacht haben, die von sich geteilt haben, die mich willkommen geheißen haben, wo wir gemeinsam praktiziert haben, wo wir wirklich tief, tief getaucht sind, diese 5 Tage. Und wo wir jetzt noch Kontakt haben. Da kriege ich richtig so Gänsehaut. Das ist wirklich so diese Ausbildungsgruppe. Und mit einer Schwester jetzt einen Tempel leiten zu können, das ist ganz schön. Und das machen wir, glaube ich, auf eine sehr authentische Art. Und ich glaube, dass die Frauen das sehr schätzen, dass wir einfach so nah sind und nicht abgehoben, sondern wirklich, wir sind Teil des Kreises und wir laden ein, Schwester zu Schwester. Und ich merke, dass das auf ganz viel Resonanz stößt, dass die Frauen sich in dieses Feld hinein entspannen können. Ja, das, was wir erlebt haben oder das, was ich bei euch erlebt habe, dieses wirklich sich angenommen fühlen, dass wir das weitergeben können. So, Schwester, du bist willkommen mit dem, was du in diesem Augenblick mitbringst. So. Ja.
Also ich kann das nur bestätigen. Diese Mhm. Räume, die ihr hier öffnet, das ist, ich durfte gestern ja in eurem Frauentempel sein und da ist so dieses große Feld aus Liebe von Julia und Ines und wie ihr das kreiert und die Einladung ist genauso wie du sagst. Man ist einfach mit allem willkommen. Und da ist so viel Gehaltensein in euren Räumen und auch diese Schönheit, die ihr kreiert. Mhm. Und diese Wertschätzung Mhm. der Frauen. Und man fühlt auch, weißt du, wie ihr zusammen das kreiert, wie ihr die Schwesternschaft lebt. Ja, und das ist schön, dass du sagst, dass man das so spürt. Und ich kann dir sagen, dass das auch über diesen Tempel hinausgeht. Das ist wirklich ganz schön, dass Mhm. wir arbeiten mit dem Sisterhood-Manifest in unserem Alltag. In der Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir uns absprechen, wie wir uns auch Feedback geben zu, als du das und das im Tempel angeleitet hast, da ging es mir so und so. Und ich hatte das Gefühl, als ich die anderen Frauen gesehen habe, war das auch so. Und es ist so wertvoll, weil man dann nicht in Gefahr läuft, in so einer Blase sich so einzukokonieren, sondern das ist so, wenn man es zu zweit oder zu dritt macht, dann hat man so wie einen Spiegel, der die also die Ausbildung auch kennt, weißt du. Und ja, wie wir miteinander kommunizieren, übers Handy, übers Telefon, das ist, oder auch so, man nimmt ja so sehr diese Leitsätze vom Manifest mit in den Alltag, je mehr man damit praktiziert, Mhm. je mehr Jahre das mich begleitet, desto mehr ist es wie so, ich erinnere mich. Und auf Arbeit zum Beispiel, ich habe einen Arbeitsplatz im Büro unter anderem und da ist da oben das Sister-Manifest, das klebt über meinem Computer. Und das ist so wie, ich erinnere mich und ich setze mir auch ganz bewusst diese Ankerpunkte, es sind wie die Altäre in der Wohnung, es ist sich wirklich diese Ankerpunkte zu setzen, um immer wieder, ja, und immer wieder die Verbindung, auch in diesen Welten, wo, also die jetzt nicht unbedingt tempelgleich sind, Mhm. aber die auch Teil Mhm. des Lebens Mhm. sind, die auch Mhm. zu meinem Alltag gehören. Mhm. Und das ist so, so, so schön. Und das, wonach ich mich so gesehnt habe, diese gelebte Schwesternschaft, voller Wohlwollen, voller Vertrauen, voller Annahme, also es ist wie, wenn man einmal so die Augen danach aufhält, dann sieht man es auf einmal auch überall. Mhm. So, es ist wie wenn man ein, ähm, ein also ich sammle auch Wildkräuter, ich bin eine Wildfrau, Wildkräuterfrau und du hast dich mit einer Pflanze ganz intensiv beschäftigt, dich vielleicht neu entdeckt und dann siehst du sie auf einmal überall. Und das ist auch mit den Schwestern so, das ist so wie, ja, ja, wir haben Herausforderungen in dieser Welt und wir haben auch ganz viel Schönheit in dieser Welt. So, den Blick dafür zu schärfen, das Herz dafür aufzumachen. Und das ist nämlich auch da und es ist jederzeit zugänglich. Ja. Und das tust du ja, oder ihr zusammen tut das auch in diesen Räumen, die ihr hier zur Verfügung stellt für Mhm. all die Schwestern, die eben kommen, die davon kosten dürfen und die Mhm. auch, ähm, was ich sehr schön finde, wie ich dich erfahre, ist auch, weißt du, diese Authentizität, die du hast, diese Wahrhaftigkeit Mhm. und dass du, auch was du gesagt hast, dass auch wenn ihr anleitet zusammen, ihr seid, also ihr bringt ganz andere Qualitäten mit hinein. Also ihr werdet dann Julia auch noch kennenlernen. Und wenn, weißt du, und wenn ihr euch eben nicht zurückhaltet, um dazu zu gehören und eure eigene Medizin oder die Frauen von eurer eigenen Medizin kosten Mhm. lässt, Mhm. dann ist das das Größte überhaupt. Das ist, Ja, und ich empfinde das bei dir und bei diesem Feld von Awakening Woman auch so ganz stark. Es ist dieses, wir geben euch was in die Hand und ihr mm, seid eingebettet in dieses Netz und überhaupt und dann macht ihr euer eigenes draus. So, also es ist immer so und dazu laden wir ja auch die Frauen ein. Wir sagen das ja auch immer wieder. Du bringst deine Medizin mit in den mm, Kreis. Du hast heute einen Platz eingenommen. Und so, also also ja, mh, es gibt sowas wie etwas, was typisch ist für einen Frauentempel und dann gibt es etwas, was
die Tempelmamas einfach als ihre Medizin mit reinbringen. Und das ist einfach so ein Geschenk, dass Julia und ich da beide unseres mit reingeben und dass wir das zusammen machen können. Und das, ja, sowieso wir jede Frau dadurch einladen, ihr eigenes mit reinzugeben. Ihre ganz eigene Medizin mit in den Kreis zu geben. Und die kann außerhalb des Tempels anerkannt sein oder nicht. Bei uns ist es sie in jedem Fall. Ja. Und das war so schön, das in der Ausbildung auch zu lernen, da stabil zu bleiben, egal welche Wellen da schlagen. Also wenn da eine Frau ganz emotional wird, das zu begleiten auf eine ganz ruhige Art. Das war sehr, sehr wertvoll. Ja, das merke ich. Ich werde auch hier in der Beschreibung von diesem Schwesterngespräch werde ich auch den Link zum Frauentempel Erlangen einfügen, so dass wenn du gerne, also wenn du hier gerne in diesen Tempel gehen möchtest, dass du Kontakt aufnehmen kannst mit Ines und Julia. Und worüber ich auch noch gerne sprechen möchte, Ines, du leitest auch Singkreise. Magst du da auch noch ein bisschen erzählen? Weil ich höre dich, ich weiß auch, wo wir ins Auto eingestiegen sind. Auf dem Weg zum Tempel haben wir gesungen, auf dem Nachhauseweg haben wir gesungen. Ja, es ist gar nicht so anders als der Frauentempel, so ein Singkreis. Also wirklich ganz bewusst abgegrenzt vom Chor, wo es ja klassischerweise eher so um exaktes Treffen der Töne und also so eher so um, da ist die Leistung zu erbringen an dieser und jener Stelle, oder? Und im Singkreis ist jede und jeder mit seiner Stimme so willkommen, wie sie sich an diesem Tag zeigt. Ja, wir singen auch mehrstimmig, wir singen auch Kanons. Und das kommt aber immer darauf an, wie viel die Gruppe möchte oder wie, ne, also das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber ein Singkreis, der liegt mir sehr am Herzen, das ist ein Frauensingkreis in Waldbrunn bei Würzburg. Und wir singen Frauenkraftlieder. Wir singen auch Lieder, die ich über euch kennengelernt habe. Wir singen Rituallieder, feurig, ruhig. Einfach auch, was wir im Tempel machen, oder? Diese ganze Palette, diese ganze Bandbreite, das ganze Spektrum Gefühls- und Erfahrungsleben einer Frau. Und für mich sind Lieder nochmal ein anderer Ausdruck, um meiner Seele Raum zu geben. Und es ist wie Medicine Music. Es ist wie, also dieses heilsame Singen. Und wir singen die Lieder nicht nur 2-3 Minuten, sondern schon länger. Und das kann ganz viel bewegen. Und auch da lade ich in diesen Raum ein und das mache ich von Herzen gerne. Und ja, weil ich selber so gespürt und erfahren habe, wie heilsam das Singen ist. Wie sehr auch das dazu beiträgt, dass ich mich angenommen fühle, mich selbst immer mehr annehmen kann. Das ist ja ein Weg, oder? Und dann auch durch diese Lieder Zugang finde zu etwas, was größer ist als ich. Etwas, was, ja, so dieser Klang, diese Wellen, diese Resonanz, das ist ähnlich, ganz, ganz ähnlich wie das, was wir im Tempel machen. Ich empfinde da eine große Parallele. Ja, also ich bin sehr, sehr gerne Singkreisleiterin und ich bin sehr, sehr gerne Tempelmama. Ja, und dann bin ich auch noch Wildkräuterfrau. Und ja. Ja. Wenn ihr gerne mehr erfahren möchtet, auch über die Singkreise von Ines, könnt ihr einfach über die Webseite vom Frauentempel in Erlangen Kontakt aufnehmen. Und wir werden uns ja bald heute am Nachmittag treffen zur Schwesternzeit. Werden wir da auch singen? Ja! Unbedingt. Wir werden zu den Quellen in den Atzelsberg gehen. Und ich habe die Rahmentrommel dabei und meine Gitarre. Und ich habe etwas vorbereitet. Und wir werden schauen, wo der Fluss uns hinträgt. Und dann werden wir schauen, was gesungen werden möchte. Ja, und das ist ja immer, du kennst das auch, oder? Deswegen so Gruppendynamik, habe ich vorhin gesagt, das ist immer so spannend. Du hast eine ungefähre Vorstellung, was du tun möchtest. Und dann
ist aber da die Gruppe und die gibt das vor. Also du hast also wie einen roten Faden und dann bist du aber so flexibel, das Lied lassen wir weg, das tauschen wir aus. Nee, jetzt ist was ganz anderes dran. Und das ist für mich so wirklich so der Dienst am Kreis, so dieses mich immer wieder neu einstellen, das macht so unglaublich viel Freude. Und das hilft mir auch so, mich selbst immer mehr so zurückzustellen und in den Dienst zu gehen, zu sagen, was braucht es jetzt wirklich? Was ist jetzt wirklich wichtig? Und ja, wir werden mit den Frauen Schwesternschaft feiern. Wir werden picknicken. Die Kinder werden dabei sein, singen. Vielleicht machen wir so ein Wasserhaus, Segensrituale. So. Wir werden Mama Erde in ihrem Frühlingsgewand begrüßen. Und Wildkräuter sammeln. Und ja, uns nochmal direkt in die Natur begeben und dann den Kontakt spüren. Ja. Und Mama Gaia ehren. Ja, das wird schön. Das ist heute Nachmittag. Oh, ich freue mich so. Ich fühle mich so, ich bin so dankbar für diese ganze Reise und ich bin immer noch am Anfang, glaube ich. Also ich bin jetzt eine Woche etwa unterwegs. Und ihr, die ihr zuhört und auch die Schwesterngespräche hört, ihr könnt bestimmt auch fühlen, wie großartig diese Frauen sind, denen ich immer begegnen darf. Und ich auch, Ines, ich bin so sehr, sehr berührt und bewegt von dir, von einfach auch zu sehen, weißt du, wie diese Samen und wie das in dir aufblüht und wie du diese Medizin weiterträgst. Das ist so großartig. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für diesen Besuch hier im Ganesha Wohnmobil und freue mich auf heute Nachmittag mit dir. Danke dir. Es war schön und leicht. So habe ich es mir gewünscht. Danke. Danke, So danke. schön, dass du da bist. Wir freuen uns wirklich sehr. Es ist ein Segen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.